In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der den TRIX-Indikator für Handelsentscheidungen nutzt. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir starten Meta-Editor, indem wir auf ein kleines Symbol klicken oder F4 drücken. Der erste Teil unseres Codes enthält die Klasse cTrade aus der Standardbibliothek. Diese Klasse bietet vereinfachte Handelsmethoden wie Position Open und Position Modify, die wir zur Verwaltung unserer Handelsoperationen verwenden werden. Wir instanzieren ein cTrade-Objekt namens Trade, das alle unsere Handelsoperationen einschließlich der Positionsverwaltung abwickeln wird. Als nächstes definieren wir die Parameter für unsere Strategiekonfiguration. Diese Parameter können in den Eigenschaften des Expert Advisors angepasst werden. Der Parameter Lookback Bars wird auf 50 gesetzt, was den historischen Bereich für Höchst- und Tiefstwerte angibt, den wir analysieren werden, sodass wir auf eine bis 1000 Kerzen zurückblicken können. Der Parameter Min Candlesback ist auf 5 gesetzt, das heißt, wir benötigen ein Mindestalter von 5 bis 50 Kerzen für gültige Hochs und Tiefs. Der Parameter Trailing Offset wird auf 10.0 gesetzt, der den Sicherheitsabstand für den Trailing Stop in Punkten definiert, mit einer Spanne von 1 bis 20. Der Parameter TRIX Period wird auf 14 gesetzt, der den Zeitraum für den TRIX-Indikator angibt. Schließlich wird der Parameter TRIX Price auf Price Close gesetzt, was anzeigt, dass wir den Schlusskurs für die TRIX-Berechnungen verwenden werden. Anschließend deklarieren wir einige globale Variablen und Handles, um den Status zwischen Ticks und Indikatordaten zu speichern. Die Variable TRIX-Handle enthält das Handle des TRIX-Indikators, während TRIX-Buffer ein Array ist, in dem die TRIX-Werte gespeichert werden. Das Array Price Data enthält die Kursdaten Open, High, Low und Close. Wir haben auch zwei boolische Variablen, Pref Bullish Signal und Pref Bearish Signal, die den vorherigen Status der bullischen und bärischen Signale verfolgen werden. Die Funktion onInit wird einmal beim Start des Expert Advisors ausgeführt. In dieser Funktion erstellen wir das Handle des TRIX-Indikators mit Hilfe der eingebauten Funktion iTrix. Wir konfigurieren die Arrays TRIX-Buffer und Price Data als Zeitreihen und stellen sicher, dass die neuesten Daten bei Index 0 liegen. Diese Ausrichtung ermöglicht es uns, mit den Daten in einem natürlichen Zeitfluss zu arbeiten. Schließlich geben wir den Erfolgscode init succeeded zurück, um anzuzeigen, dass die Initialisierung erfolgreich war. Als nächstes definieren wir Funktionen zum Öffnen von Positionen. Die Funktion OpenBuy-Position ist für die Ausführung einer Kauforder zuständig. Sie ruft den aktuellen Ask-Preis mit Hilfe der Funktion Symbolinfo Double Up und ruft dann die Methode Position Open der Klasse cTrade auf. Zu den Parametern dieser Methode gehören das Symbol des Finanzinstruments, der Auftragstyp Order Type Buy, für eine Long-Position die Positionsgröße von 0,10, was bedeutet, dass wir 10 Mikrolots kaufen, der Einstiegskurs zum aktuellen Ask-Preis und sowohl der anfängliche Stop-Loss als auch der Take-Profit sind auf 0 gesetzt, was bedeutet, dass sie deaktiviert sind. Ein Kommentar TRIX-Position ist ebenfalls zur Identifizierung enthalten. Die Funktion OpenSell-Position funktioniert ähnlich, allerdings für Verkaufsaufträge. Sie ruft den aktuellen Bidpreis ab und ruft die Methode Position Open auf, wobei der Auftragstyp auf Order Type Sell für eine Short-Position eingestellt ist. Die Parameter sind dieselben wie bei der Kauffunktion, wobei die Positionsgröße weiterhin 0,10 Loads beträgt. Die Funktion OnTick ist die Kernlogik unserer Strategie und wird bei jedem Tick ausgeführt. In dieser Funktion rufen wir zunächst historische Kursdaten für die Analyse ab, indem wir mit der Funktion CopyRates die H1-Kerzendaten für den Rückblickzeitraum kopieren. Zu den Parametern gehören das Symbol, der Zeitrahmen, die Startposition, die Anzahl der zu kopierenden Kerzen und das Zielarray, in dem die Daten gespeichert werden. Außerdem laden wir mit der Funktion CopyBuffer die TRIX-Werte aus dem Indikatorpuffer in das Array TRIX-Buffer. Als nächstes überprüfen wir den Status der offenen Positionen. Wir initialisieren eine boolische Variable hasOpenPosition auf False und setzen den CurrentPositionType auf PositionTypeBuy als Standardwert. Anschließend gehen wir alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge durch
um die relevanten Positionen zu finden. Für jede Position ermitteln wir die eindeutige Ticketnummer und prüfen, ob sie zu dem aktuellen Symbol gehört. Ist dies der Fall, markieren wir, dass eine offene Position gefunden wurde und speichern den Typ der aktuellen Position. Wir verlassen die Schleife, nachdem wir die erste passende Position gefunden haben. Anschließend prüfen wir auf Trix-Signale. Ein bullisches Signal liegt vor, wenn der Trix-Wert den Wert 0 überschreitet. Dazu prüfen wir, ob der vorherige Trix-Wert kleiner als 0 war und der aktuelle Trix-Wert größer als 0 ist. Umgekehrt tritt ein bärisches Signal auf, wenn der Trix-Wert unter 0 kreuzt, was dadurch angezeigt wird, dass der vorherige Trix-Wert größer als 0 war und der aktuelle Trix-Wert kleiner als 0 ist. Wenn ein bullisches Signal erkannt wird und es kein vorheriges bullisches Signal gab, prüfen wir, ob es offene Positionen gibt. Wenn es keine gibt, rufen wir die Funktion Open-Buy-Position auf, um eine neue Kaufposition zu eröffnen. Wenn es eine offene Kaufposition gibt, ermitteln wir mit der Funktion iLowest das niedrigste Tief im Rückblickszeitraum. Außerdem prüfen wir, ob der Tiefpunkt mindestens Min Candlesback alt ist und ob der aktuelle Kurs über dem ermittelten Tiefpunkt liegt. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir das Trailing Stop Niveau, indem wir den Trailing Offset zum letzten Tiefkurs addieren und die Funktion Process Trailing Stop aufrufen, um den Trailing Stop zu verwalten. Bei einem bärischen Signal ist der Prozess ähnlich. Wenn ein bärisches Signal erkannt wird und es kein vorheriges bärisches Signal gab, prüfen wir, ob es offene Positionen gibt. Wenn es keine gibt, rufen wir die Funktion Open Sell Position auf, um eine neue Verkaufsposition zu eröffnen. Wenn es eine offene Verkaufsposition gibt, ermitteln wir mit der Funktion iHighest das höchste Hoch im Rückblickszeitraum. Wir überprüfen, dass der Höchststand mindestens Min Candlesback alt ist und dass der aktuelle Kurs unter dem ermittelten Höchststand liegt. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir das Trailing Stop Niveau, indem wir den Trailing Offset vom letzten Höchstkurs abziehen und die Funktion Process Trailing Stop aufrufen. Am Ende der Funktion OnTick aktualisieren wir die vorherigen Signalzustände für den nächsten Tick, indem wir die aktuellen bullischen und bearischen Signale Prev Bullish Signal und Prev Bearish Signal zuweisen. Die Funktion Process Trailing Stop ist für die Verwaltung des Trailing Stops sowohl für Kauf- als auch für Verkaufspositionen zuständig. Sie durchläuft alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge auf sichere Änderungen. Für jede Position wählt sie die Position anhand der Ticketnummer aus und prüft, ob sie dem angegebenen Positionstyp entspricht und zum aktuellen Chartsymbol gehört. Ist dies der Fall, rufen wir den aktuellen Stop-Loss-Wert ab. Bei Kaufpositionen prüfen wir, ob das neue Stop-Level höher ist als der aktuelle Stop oder ob es keinen Stop-Loss gibt. Wenn eine der beiden Bedingungen erfüllt ist, rufen wir die Methode Position Modify auf, um den Stop-Loss zu aktualisieren. Bei Verkaufspositionen prüfen wir, ob das neue Stop-Level niedriger als der aktuelle Stop ist oder ob es keinen Stop-Loss gibt. Wenn eine der beiden Bedingungen erfüllt ist, rufen wir ebenfalls die Methode Position Modify auf, um den Stop-Loss zu aktualisieren. Schließlich drücken wir F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code bewirkt, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn das funktioniert, kehren wir zum MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück im MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Wir sollten den Expert Advisor auf dem Chart sehen. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. In diesem Video haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor programmiert, der den Trix-Indikator für Handelsentscheidungen nutzt. Wir haben ein paar Zeilen MQL-Code programmiert, um eine funktionale Handelsstrategie zu erstellen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.